Hallo, wir freuen uns sehr, auch wieder heute Morgen hier zu sein. Wir waren ja schon öfters hier in Senden, aber es ist schon lang her. Durch Corona und viele andere Sachen durften wir lang nicht reisen. Australien war lang leider gesperrt für In- und Ausreisen, aber jetzt endlich nach Jahren sind wir endlich mal wieder in Deutschland und freuen uns echt, heute Morgen wieder hier zu sein. Wir möchten euch heute Morgen gerne ein bisschen was erzählen, was wir in Australien machen. Ein bisschen über YWAM und dann am Ende möchten wir euch noch gerne mit dem kurzen Wort ermutigen. Und ich werde den André übersetzen, so gut ich kann. Okay, los geht's. The time of, do you have a timer? Wir müssen noch kurz uns eine Zeit hier hinlegen, weil sonst sind wir heute Abend vielleicht noch hier. Nee, Spaß. All right. Well, good morning. It's good to be here again. Also guten Morgen, es ist schön, wieder hier zu sein. We've been here a few times now, I think. Ja, ich sagte das already. Cool. And yeah, we missionaries in Australia, as Isabell said. Wir sind Missionare in Australien, wie wir schon gesagt haben. This is our family, Ava and Daisy. Hier ist unsere zwei Kinder, die wir heute nicht dabei haben. Das sind Ava, unsere ältere, und Daisy, unsere jüngere. They're 6 and 8. Sind 8 und 6 Jahre alt. And we, as Isabell said, we work with youth with a mission. Und wir arbeiten in Australien mit Jugend mit einer Mission. So in the past 2 years, we have changed a little bit the direction of how we've been doing ministry. Und in den letzten 2 Jahren haben wir unsere Dienste oder wie wir unsere Dienste machen ein bisschen umgestaltet oder hat sich verändert. So we're gonna do a retrospective of the past 10 years, what we've been doing, and you guys already know some of it. Also wir gehen ein bisschen zurück heute Morgen und zeigen euch oder erzählen euch kurz, was wir die letzten Jahre dort alles gemacht haben. But then just share a little bit what's new. Und möchten aber euch auch gerne mitteilen, was neu ist. So as you guys know, we live there in Adelaide in South Australia. Wir wohnen in Adelaide im Süden von Australien hier unten. There's a picture there from Adelaide. It's It's about 1.4 million people. Dort leben ungefähr 1,4 Millionen Menschen. Und das ist eine Sicht von Adelaide, ist natürlich riesig. And in our more than 10 years now in Australia with YWAM, we have had a few different positions. Und wir sind schon seit jetzt über 10 Jahre dort in Australien tätig bei Jugend mit einer Mission, haben auch schon viele Dienste gemacht und hatten auch unterschiedliche Positionen. Yeah, we've been students and we've also been the outreach coordinators. Wir sind also sozusagen als Studenten erstmal dorthin gegangen, wurden dann die Leiter von unseren ganzen Diensten. And hospitality in a few different areas. Und viele andere, Areas, Gebiete an der Base. Yeah, and I think you guys already know this because we were here after that, but from 2016, 2017, we became the new directors on the base. Und 2016, aber ich glaube, da waren wir danach auch schon, da sind wir die Leiter dann von dem Zentrum in Adelaide. And then the Lord shared a word about intimacy with us, and that's what we started pursuing as a base, not only our programs, but a life of intimacy with Jesus. Und als wir dann Leiter wurden, hat Gott mit uns so einen Bibelvers aus Johannes 15 geteilt, wo es um Verbundensein geht, also Intimität mit Gott. Und das haben wir dann wirklich den Fokus auf das gelegt, dass nicht nur unsere Dienste, aber auch unser Team an der Base, die mit uns arbeiten. I think I probably preached something like that here before. Und es kann sein, wir haben davor da schon geteilt von Johannes 15. And yeah, so just a bit of a retrospective. This is some of the ministries with the homeless people. Und hier sieht man ein paar Bilder von der Arbeit, die wir mit den Obdachlosen haben. And we have many testimonies. I don't know if you guys remember Uwe, who no longer is a homeless. Und wir hatten viele Zeugnisse. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Geschichte erinnert vom Uwe, die wir erzählt haben. And people getting prayed for and healing, all sorts of things. Und Leute, mit denen wir beten können und geheilt werden. Over the years, we pioneered works with youth and children. Wir haben auch Arbeiten mit Kindern gehabt und Jugendlichen aufgebaut. And it came to a point where we were so busy that we're probably having 4 or 5 ministries a week, like different things. Und wir hatten so viele Dienste, haben sich irgendwie gebildet oder aufgebaut, dass wir manchmal 4 bis 5 Mal in der Woche irgendwie so einen Einsatz hatten. Between programs and evangelism and all that. Zwischen den ganzen Programmen und Evangelisation, also war viel los. And yeah, it was pretty good. Und es war aber auch ziemlich gut. We also were able to keep on doing
teaching and worship and preaching as part of our ministry. Und Teil unserer Arbeit ist auch, dass wir Unterricht haben oder Schulen, dass wir auch in anderen Gemeinden predigen und auch Lobpreis. André ist auch Lobpreisleiter. As part of our YWAM base, one of the things we do, we run a few schools, but the one we're running at the moment is a DTS. Und Teil von unseren Diensten sind, wie gesagt, Schulen. Und eine ganz besondere, oder die wir immer jedes Jahr 1 bis 2 Mal haben, ist unsere Jüngerschaftsschule. And as part of that school, we send people on a overseas mission trip. They do 3 months of lectures, and then they do another 2 or 3 months of a mission trip. Und ein Teil an dieser Schule, das ist ungefähr so, dass es 3 Monate lang Unterricht gibt, dass man über Gott lernt und über Mission. Und dann den zweiten Teil, 2 bis 3 Monate, gehen sie dann in ein anderes Land und haben einen Missionseinsatz. So this past 10 years, we sent teams to Japan, to East Timor, Also die letzten 10 Jahre haben wir Teams nach Japan geschickt und nach Osttimor, and to Brazil 3 times. nach Brasilien 3-mal in den Amazonas. The Philippines, Ja, doch, yes. Philippinen auch, ja. And yeah, and all around Australia with the outback and everything. Und auch innerhalb von Australien, vor allem auch mit den Aborigines. So that's pretty much a ongoing thing. Every school we do, we send a team somewhere to work with the local missionary. Ja, also wenn wir eine Schule haben und die in einen Einsatz gehen, die senden wir immer dann mit einem lokalen Missionar oder Dienst oder Gemeinde, die es vor Ort gibt, zum Zusammenarbeiten. Now, just to help you guys understand a little bit more the way YWAM thinks. Und nur kurz, dass ihr versteht, wie Jugend mit einer Mission ungefähr arbeitet. The organization has the same values and the same principles. Die Organisation hat wie Volksmission wahrscheinlich auch die gleichen Werte und Richtlinien, oder wie man sagen But kann. every center can look very different. Ja, aber trotzdem sieht doch jeder Center oder jede Einrichtung ganz unterschiedlich aus. You go to Perth, it looks like a university. Man geht zum Beispiel nach Perth in Australien, sieht aus wie eine Universität. In Harpenden in England, it's like also a university. Oder in England zum Beispiel auch Oh. ziemlich groß. Other bases just feel like a Hauskreis or something. Ja, und manche sehen mehr wie so ein Hauskreis einfach. So every base is different, but we have 3 main pillars. Also jedes Center sieht anders aus, aber wir haben alle 3 Hauptsäulen. And it's those 3 there. Und zwar liegt es dann, ist es Schulung, Barmherzigkeit oder eben soziale Arbeit und Evangelisation. So those 3 pillars pretty much hold YWAM together in terms of vision. Also die 3 Bereiche sozusagen gibt es in Jugend mit einer Mission und die hat jeder wirklich. In Jedes terms, in terms of what we do. Ja, in dem, was wir tun, eben in unseren Diensten. So in the past 10 years, we've been extremely good with mercy and somewhat evangelism. Also in den letzten 10 Jahren waren wir sehr aktiv in der sozialen Arbeit und Evangelisation auch. And we've been doing good with our training, but it has always been our not as important pillar. Wir hatten auch Schulen, aber eher weniger und immer so im Hintergrund. And now as leaders, we realize that how much training actually pours into the other 2. Und seit wir Leiter sind, haben wir wirklich gemerkt, wie wichtig Schulung ist und wie wichtig die Schulung und die dadurch auch eben in die anderen 2 Bereiche einfließen kann. Not only at DTS, but also further training. Nicht nur die Jüngerschaftsschule, sondern auch weitere Schulen. And we noticed that over the years, people would join us and serve for 1 or 2 years. Und wir haben Leute, die sind zu uns ins Team, die waren dann 1 oder 2 Jahre bei uns, Which is pretty good. was ziemlich gut ist schon. In our days, 2 years, a person taking 2 years to serve in missions, it's pretty good. In heutiger Zeit, wenn jemand für 2 Jahre kommt, das ist schon wirklich gut. But we don't see as much anymore people deciding to do missions as a long-term thing. Aber wir sehen immer weniger Menschen, die sich wirklich für die Mission, für wie auch immer lang entscheiden. And so we started noticing that training not only equips people in their calling, but it also is a multiplying factor of generating more people to do more ministry. Und wir haben irgendwie gemerkt, dass die Schule nicht nur Leute ausrüstet für den Dienst, aber auch wirklich multipliziert sozusagen in den anderen, in Evangelisation und in der sozialen So I Arbeit. like to put it this way. Evangelism Also ich tue es gerne so sagen. Evangelisation is when we bring people into the kingdom. ist, wenn wir Leute in Gottes Königreich bringen. Mercy is when the kingdom is brought into a situation or people group or society. Und die soziale Arbeit oder die Barmherzigkeit, die bringt es Gottes Königreich in irgendeine Situation oder zu den Menschen.
And training or discipleship, Und Schulung oder Jüngerschaft it's the way that we feed into those things, ist der Weg, wie wir beide machen können. where more people can do more and the multiplication happens. Wo dann eben mehr Leute ausgerüstet werden können und dann gesendet werden können. So we started focusing on training. We started focusing on abiding in intimacy. Und dann, wo wir eben auch eine andere Arbeit, wo wir Leiter wurden, haben wir eben mehr auf die Kultur geachtet, dass es eben mehr Intimität mit Gott ist. And the culture in the base got really shifted towards that. Ja, und dass eben die ganze Kultur in unserer Gruppe und im Team einfach daraus fokussiert ist. And we did that for about two years, and then we felt the Lord telling us to start focusing on training again. Und dann haben wir das die letzten 2 Jahre wirklich auf den Fokus gelegt und haben dann von Gott einfach gespürt, dass wir wieder mehr auf die Schulen unseren Fokus legen auch. Not as a way to stop doing evangelism and mercy, but just as a way to feed into it. Nicht aufhören mit den anderen 2, aber dass die anderen 2 einfach davon, profitieren werden. Ja. So when we first moved to Australia, we came to this place. Als wir die ersten 2 Jahre nach Australien sind, also vor schon fast 12 Jahren, sind wir in dieses Gebäude gekommen. And this has been a YWAM base since 87. Und es ist auch gehört zur Jugend mit einer Mission seit 1987. The building is from 1847. Das Gebäude ist aber von 1800 irgendwas. And Sehr alt. over the last 80 years, it was not very well looked after. Und die letzten 80 Jahre war es nicht wirklich, wurde es nicht wirklich gepflegt oder danach geguckt. So it lost a lot of character, doesn't look as historical anymore. Also es hat leider auch dann viel an Charakter verloren und ist einfach nicht mehr ganz so schön, wie es mal war. It has been a Protestant orphanage for maybe 70 years. Es war lang, für 70 Jahre, so war es ein Heim, Waisenhaus, ein Waisenhaus And von dem protestantischen before Kirche. that, it was the governor's summer house. Und davor war es von dem Governor von Adelaide das Sommerhaus, also es war richtig posch damals. So it was really fancy at some stage. Ja. I said posh already. Okay, and yeah, but it has lost a lot of its originality. Aber ja, weil es eben so alt ist, ist einfach nicht mehr so viel davon da. But YWAM has done a good job at making it look okay. Ja, wir haben bis jetzt geschafft, oder Jugend Mission in der Zeit, dass es trotzdem immer noch gut aussieht. But in 2013, the Lord led us to move from that place down the hill so we could do all those ministries that you saw. Und 2013 sind wir aber mit der Base mehr, nicht direkt in die Stadt, aber mehr in eine Nachbarschaft gezogen, wo wir eben unsere ganzen Dienste getan haben. This is not far at all. This is only 7 kilometers to society and 7 minutes and 15 to 20 minutes to the CBD. Es sieht ziemlich abgelegen aus, ist auch ziemlich ländlich, aber in 7 Minuten ist man wirklich schon in der nächsten Nachbarschaft und in 20 ist man sogar schon in der Stadtmitte von Adelaide. But for the kind of ministry God was calling us to pioneer in Adelaide, it was important we would be in the neighborhood. Aber damals war es für uns wichtig, wo wir die ganzen Arbeiten hatten, dass wir wirklich da leben, wo wir mit den Menschen arbeiten. So we didn't sell the place. We rented to Teen Challenge, a rehab, and we went to another place. Also wir haben das Gebäude nie verkauft, wir haben es vermietet an Teen Challenge. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt, die arbeiten, es ist auch eine christliche Organisation, die arbeiten mit Drogenabhängigen und die waren in dem Gebäude. And in 2019, when it was becoming very clear that we were to focus on training, our contract was also 2 years to expire. Und dann 2019, wo wir wirklich von Gott gespürt haben, wir sollen wieder mehr auf unsere Schulen Fokus legen, war auch dann unser Vertrag mit Teen Challenge sozusagen, waren auch nur noch 2 Jahre. So we prayed, and it was very clear, praying and seeking God, that God wanted us to go back to our property. Und wir haben viel gebetet mit unserem Team und wir haben einfach wirklich gespürt, dass Gott uns wieder dort haben möchte. So we spent 2 years training the local churches to do all the ministries that we were doing. Also haben wir 2 Jahre lang mit der Gemeinde dort eben in Adelaide gearbeitet, dass sie die Dienste weitermachen, wenn wir dann eben umziehen. We already worked with the church before. Wir haben die Dienste mit den Gemeinden schon begonnen, also die waren schon von Anfang an dabei. But the churches got used having us always available. Aber sie haben sich eben einfach daran gewohnt, dass wir immer da sind und immer einspringen können und immer die Dienste machen können. So we had to tell them, look, we can come
once a month or something, but we can no longer do everyday life with you guys because we're going to live somewhere else. Ja, wir haben gesagt, natürlich kommen wir immer mal wieder, aber wir können nicht mehr jede Woche kommen und deshalb haben wir es einfach So you guys need to be able to run these Und ministries. deshalb haben wir auch sichergestellt, dass die Gemeinden das alles machen können. And that's what we did. And in those 2 years, we also start preparing to move. Ja, und in den 2 Jahren haben wir uns dann auch auf den Umzug vorbereitet. So just so you have an idea, we moved in February 2021. Also Februar 2021, Right in the middle of the pandemic. genau wo Corona angefangen hat. We had a good sized team, and then we moved with a very small team. Wir hatten ein Team, wir hatten ein gutes Team, also 15 Leute oder so. And we moved with a smaller team, like maybe 9 people or so. Ja, und dann kam Corona, dann wurden wir ein bisschen kleiner, vielleicht 9 Leute. Now even smaller, now we are at 7. Jetzt sind wir noch weniger, jetzt sind wir nur noch 7. So it's been very challenging because we lived in that place and we know that place needs at least 20 people to function properly. Also es war wirklich eine Herausforderung, weil wir haben ja vorher schon dort gewohnt und wir wussten, wir brauchen ungefähr 20 Leute, um das Gebäude wirklich gut instand zu halten. But we had a word from God. Aber wir hatten das Wort Gottes. And when I asked God, things are changing, COVID, we just felt the Lord saying, you just do what I'm telling you to do. Und wir haben dann Gott gefragt, Corona, weniger Leute, sollen wir wirklich dahin wieder zurück? Und Gott hat trotzdem gesagt, ich habe euch das Wort gegeben. So we moved. This is the building. Also sind wir dann doch umgezogen. Hier sieht man einen Teil des Gebäudes. This is just the front part of the building. Es ist nur die, Vorderansicht. I'll show you some more pictures. This is the side Ein Teil von der Seite and the other side. und die andere Seite. And that's just a little clip. This is when Teen Challenge was there still. Es ist als Teen Challenge noch kurz da war. But I just made a little clip just so you have a bit of an idea of the size of the place. Dann sieht man ungefähr die Größe von dem Gebäude. The paint's ugly because Teen Challenge painted. Das Gelbe ist unseres. So imagine 6, 7 people looking after this place. Also stell dir vor, 7 Leute gucken nach dem Gebäude. But we went. Wir sind aber trotzdem gegangen. So this is the team that we moved. Das war das Team, mit dem wir dann umgezogen sind. And it has changed a little bit now. Some people, one guy has passed away, unfortunately, and other people have moved on. Es hat sich das Team schon wieder verändert. Einer ist leider gestorben und 2 sind umgezogen. Wir haben aber auch wieder neue dazu bekommen. But when we first moved, there was a lot of broken things there. Aber als wir das erste Mal dorthin wieder umgezogen sind, war viel kaputt. Obviously, we love Teen Challenge, Natürlich lieben wir Teen Challenge. but there are a bunch of boys. Aber es waren halt nur Männer dort. You get a bunch of boys in the place, it gets messy. Und wenn man viele Männer zusammen wohnen hat, dann wird es einfach, naja. will ich No jetzt woman nicht sagen. touch. Da fehlt einfach die weibliche, wie sagt man? Genau. Ja. So they kept a few things very functional, Also es hat alles irgendwie funktioniert, but when it came to the looks, they messed up. aber wie sagt man, das Äußere oder wie es ausgesehen hat, war nicht so gut. And you think, oh, just paint it and it's okay. But can you imagine a place this big takes a lot of work? Man sagt, ja, einfach nur wieder streichen, aber so ein Riesengebäude traut wirklich ewig. So we started doing some work, just so you guys have an idea. Nur, dass ihr ungefähr eine Idee habt, wie groß wir haben von oben so ein Bild. That picture you saw, Das Bild, wo ihr es gesehen habt, it's only this part here. ist nur der Teil von dem Gebäude. We still have all this around. Da geht noch, also ja, das große Gebäude, wo ihr es seht, und die 3 Häuser drumherum. And the land that we need to look after. Und das ganze Land, was dazu gehört, It's everything inside the yellow. ist alles, was in dem Gelben ist. So that's a lot of land. Ganz viel Land. Nevertheless, I can say that the past 2 years, when we moved, we believe we are in a re-pioneering season. Und als wir umgezogen sind, hatten wir einfach das Gefühl, wir wussten eigentlich, dass wir in einer Pionierphase sind. We're restructuring our ministry. Wir restrukturieren unseren Dienst. We still do local evangelism and we still do weekly homeless ministry. Wir waren immer noch tätig bei den Obdachlosen und Evangelisation. But we're not able to keep all the ministries because we have a lot of work to set up our new place. Aber wir hatten viel Arbeit mit unserem neuen Platz und wussten, dass wir nicht jeden Tag irgendwie in die Stadt fahren können. So for the last 2 years, we've learned how to be builders and learning how to be farmers. Also die letzten 2 Jahre haben wir wirklich gelernt, wie man Bauarbeiter sind, Farmer, alles in einem. So there you go, some photos for you. Ein paar Bilder als Beweis.
Ja, wir haben ganz viele Tiere. Wir haben Schafe, Ziegen, Hühner, weil so viel Land und Gras und ja. Yeah. Ja, haben wir alles gelernt, wie es läuft und wie man es macht. Es war sehr spannend manchmal. It's been a lot of work. It's fun, but it's a lot of work. Es war viel Spaß, aber auch viel Arbeit. We've also had to step up our game with renovations. Wir mussten auch anfangen mit Renovieren, So we've had to fix a lot of things. also viele Zimmer renovieren. I've done so many times now that I think I'm a window professional now. I can actually get a job changing windows. Ich habe so viele Fenster eingebaut, dass ich glaube, jetzt professioneller bin. Yeah. So this is our classroom now, how it is and how it was. Also auf der Seite, wie das Klassenzimmer vorher ausgesehen hat und wie es jetzt I have aussieht. a better picture. Besseres Bild. So but it wasn't just painting and scraping, that we had to build things as well. Also es war nicht nur streichen, wir mussten auch Sachen bauen oder umbauen, ein bisschen renovieren einfach, ja. What's one of the things that we have to do every day? Und was ist eine Sache, die man jeden Tag tut? Eat. Essen. And we live in community. Und wir leben in Gemeinschaft. So I told Wohngemeinschaft. Isabell, I think the two first places we have to fix is the classroom, because I want to be able to run our schools right away. Also und unsere ersten Projekte, die wir dann angefangen haben, war unser Klassenzimmer, weil wir gleich unsere Schulen haben wollten. But also our dining room, because we got to eat every day. Aber natürlich auch unser Speisesaal, weil wir jeden Tag zusammen essen, mehrmals am Tag. So we prioritize the dining room. Also haben wir mit Speisesaal dann angefangen. In a few weeks work with very low budget and non-professionals, Und in ein paar Wochen und mit wenig Geld und keinen Professionellen haben wir das umgebaut. we brought this So sah es aus, wie wir gekommen sind. into this. Yay, und so sieht es jetzt aus. And it was only like, we're very proud. We're just like, that's really cool that we could Ja, make wir this. haben uns wirklich selber überrascht, dass es so gut ausgesehen hat am Ende. So just a few other areas as well. Und nur ein paar andere Teile noch. Es gibt noch also es ist ja so riesig. It's huge. It's an office area. Wenn man da runterläuft, auf den Seiten sind unsere Büros. We also run youth camps there. So churches in Easter camps, they send their youth to the place. So we can now, there's one more ministry we can do, not only with the lost, but now we can also disciple youth they come to our facilities and Und unsere Arbeit, wir haben uns eben durch das Gebäude, haben wir viele Gemeindefreizeiten, Jugendliche, die zu uns kommen und über Mission lernen. Also gehen wir nicht nur raus, um die Verlorenen zu erreichen, sondern wir können auch die Gemeinde und die Gottes Körper und so, unsere Geschwister einfach auch einladen und bei uns Freizeiten haben und über Mission lernen und So so we weiter. made sure to make it comfortable for the youth too. Also haben wir auch was Cooles natürlich für die Jugend So we built a aufgebaut. movie room Kinozimmerchen. and just the games Unsere area. Jugend. Oder einfach auch so eine Spiele. I've changed Halle. 22 of those windows. Andre hat 22 von den Fenstern erneuert, weil die waren alle kaputt. Because Teen Challenge used to play cricket in there, like baseball. Die haben Ball und alles da gespielt und halt immer gegen die Scheiben und die hatten alle irgendwelche, Cracks. Und So I had to fix a lot of windows. Ja. And while doing all this physical work, we're still able to keep doing our local ministry with the homeless, and we're still able to run 2 DTSs and still be able to teach in other DTSs. Wir waren trotzdem noch, haben es trotzdem geschafft, 2 Jüngerschaftsschulen zu haben und immer noch predigen und ja auch in anderen Gemeinden Seminare zu halten auch. So we didn't fully stop with ministry, but we just had to change our pace because there was a big challenge in front of us. Also wir haben nicht komplett aufgehört mit den Diensten, wir haben es nur ein bisschen weniger, weil wir gesehen habt, mussten erstmal viel in das Gebäude reinstecken, um das auf den Our goal wohnbar zu machen. isn't to do less than before, it's to do more, but to do that we need to step back and build a good foundation. Unser Ziel war nicht weniger zu tun, sondern mehr in der Zukunft, aber dafür mussten wir einfach ein bisschen stoppen und uns einfach um das Fundament kümmern. We're not only looking at the right now, we're looking where we're going to be in 5 years, 10 years. Wir gucken nicht nur, wo wir jetzt gerade stehen, sondern wo wir in 5 und in 10 Jahren sein möchten. So it takes, as you would know, it takes time building. Und wie ihr sicher wisst, es dauert einfach Zeit, wenn man was aufbaut oder baut. So a few of the things that are going to be different in our ministry now is that we want to, Fire Start is a concept. We want all our ministries now, also all our courses, to have a pioneering feel to it.
Und was uns ganz wichtig ist jetzt auch für die Zukunft, wir möchten, dass unsere Schulen oder die Sachen, die wir machen, so auf Pionierarbeit liegen. We want to be encouraging and preparing, equipping people to go somewhere where the gospel isn't or an area of society that needs the gospel. Wir möchten Menschen einfach ausrüsten oder dazu ermutigen, dass sie da irgendwo hingehen können, wo vielleicht noch wo es noch die Bibel nicht gibt oder die gute Nachricht noch nicht gibt oder irgendwelche Bereiche in unserer Gesellschaft, wo noch kein Christ ist. As YWAM International, we have also committed to end Bible poverty. Und als YWAM, als international sind wir auch dabei, um Bibelarmut zu beenden. So we have also accepted the challenge, and in 2019, we said yes to a challenge from another base to embrace 5 Aboriginal people groups in South Australia that don't have the Bible in their language. Und 2019 auf einer Konferenz haben wir auch Ja gesagt zu, es gibt gerade in Perth eine Base, die macht Bibelübersetzungen und die haben gefragt, jeder Staat hat, oder nicht jeder, aber einige, wir haben 5 Aborigine-Gruppen in Südaustralien, die noch keine Bibelübersetzung haben. So this is a long-term commitment. Also es ist jetzt eine Langzeitarbeit oder In the past 2 years, we've been building and farming, so we haven't done a lot towards this yet. Und in den letzten 2 Jahren, wie gesagt, war viel Bauen und Farming. Also wir haben noch nicht kein konkreter Plan für die Übersetzung. But some of our staff have done some Bible translation schools and different things. We're taking little steps towards it. Wir haben einige von unseren Mitarbeitern haben so einen Kurs gemacht für Bibelübersetzung. Also wir tun kleine Schritte, aber es ist auf jeden Fall was uns am Herzen liegt. But that's definitely something we've said yes to the long term. Und wir haben auch dazu Ja gesagt, dass wir einfach was dagegen tun. We want to keep doing our local ministries. Wir möchten weiterhin natürlich auch unsere örtlichen Dienste weiter tun. And the more people we get in, the more capacity we're going to have. Und je mehr Leute wir ausbilden können, desto mehr können wir auch senden, um die Dienste zu tun. We want to keep on sending teams overseas, of course, through DTS, but also staff teams. Und wir möchten auch weiterhin durch unsere Schulen und auch unsere Mitarbeiter weiterhin Teams auf Missionseinsätze außerhalb Australiens senden. For the next season, I believe the next 3 to 5 years, we've embraced the nation of Papua New Guinea as our adopted nation. Und für die nächsten paar Jahre fokussieren wir meistens auf eine Nation, dass wir auch wirklich langzeitmäßig Teams hinsenden, und das ist Papua-Neuguinea. And the indigenous people group of Australia. Und auch die Indigenous, also die Aborigines in Australien. In 2020, we went there to see Papua New Guinea. Wir waren dort 2020, waren wir in Papua-Neuguinea. And we took all the family with us this time. Wir haben die Kinder mitgenommen. There it is. And we Auf dem Schiff waren were volunteering with a medical ship. Ja, wir waren also Mitarbeiter auf einem medizinischen Schiff. It looks like a holiday, but it wasn't. Sieht aus wie ein Holiday Cruise, war aber nicht. So we were able to provide optometry services. Also uns wurde Optometry für die Augenheilkunde. Dentistry services. Auf dem Schiff gab es Zahnarztpraxis. General health and immunizations kind of thing. Und wir hatten eben die normalen Krankenschwestern, da war ich dabei, und Impfungen. I was volunteering as a photographer during the whole time. André war dabei und hat die Bilder gemacht. So I took good photos. Ja, hat gute Bilder gemacht. And also general community development, even teaching people how to brush their teeth, things like that. Und es war einfach wirklich so wie eine Entwicklungshilfe, weil man dort ja auch Menschen beibringen muss, die ganz nur einfachsten Sachen, wie man Zähne putzt, wie man sich richtig Hände wäscht und die ganzen Sachen. So this is a ministry that we don't run from our base, but it is part of YWAM Australia, YWAM Medical Ship. Und es ist ein Dienst, der jetzt nicht von unserer Base out geht, aber von Australien als Ganzes, und wir sind einfach ein kleiner Teil davon. And we would like to be sending more people to that trip in the future, yeah. Ja, und in der Zukunft würden wir gerne mehr von unseren Teams, und wir persönlich wollen auch natürlich immer wieder gerne nach Papua-Neuguinea. Our upcoming school we changed, no longer February, it's now March. Ja. Unsere Jüngerschaftsschule, die nächste, ist im März, nicht mehr Februar. Wir Yeah. haben es ein bisschen nach hinten verschoben, weil wir erst im Februar heimkommen. And another one is also in October, I have to update. Und die nächste dann auch im Oktober, also nächstes Jahr. Merkt euch vor, wenn ihr jemanden kennt. So if you know someone, or if you've been thinking about maybe taking 6 months and get to know God more, and you're most welcome to pray about it. Ja, also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt oder ihr selber wollt, vielleicht so kurze Auszeit, 6 Monate, um Gott besser kennenzulernen, oder Mission, dann betet einfach. And you may think I'm too old. Well, my mom has done it, my dad has done it, and last year we had a 65-year-old student. Und wenn ihr sagt, da bin ich schon zu alt, nein,
seid ihr nicht. Meine Mama, mein Papa hat es gemacht und in unserer letzten Schule hatten wir eine 65-Jährige bei uns in der Klasse, in der Jüngerschaftsschule. So it's really suitable for all ages. Ja, es passt wirklich für jedes Alter. Also, But training is really in our hearts. It's something we want to grow. aber ja, Schulung ist wirklich was in unserem Herzen, in dem wir besser und größer werden wollen. So even if you're not the one, just keep it in mind. You might know someone at some point and just point them to our direction. Ja, und es muss jetzt nicht genau du sein, aber vielleicht kennt ihr ja jemanden. We have this short video I want to share with you guys that shows the heart of YWAM. Und wir möchten euch zum Abschluss gerne so ein Video zeigen, weil man sieht es doch manchmal besser. Da sieht man einfach das Herz von Jugend mit einer Mission. Normally when I come, I preach a message, like actual preaching. Normal, wenn wir kommen, Predigt andrehen normalerweise. But because we had such a significant shift on our ministry, I feel like we just should include you guys into the process. Aber weil unser Dienst oder weil sich so viel bei uns geändert hat, wollen wir das auch immer gerne den Gemeinden auch weitergeben, dass ihr wisst, was bei uns läuft. Look, we don't work for a building. Ja, wir arbeiten nicht für das Gebäude, The building works for us. aber das Gebäude ist ein Segen für uns. But for the past 2 years, we had to work on that building a Ja, lot. und die letzten 2 Jahre mussten wir viele daran But arbeiten. we really sense that from next year on, we're going to start putting first gear on again and start jumping onto the ministry Ja, again. und ab nächsten Jahr möchten wir einfach wieder voll in die Dienste einspringen. We have many testimonies. I know because of time, I won't share many, but even financial testimonies. Wir haben auch viele Zeugnisse, wie uns Gott versorgt hat, finanziell in dem Gebäude, wirklich. We moved there with $30,000 to do renovation. That's nothing. That doesn't even scratch the Ja, surface. wir sind dorthin gekommen mit $30.000 zu Beginn mit, was natürlich für das Gebäude wie nichts ist. We did a lot of work for the whole first year, and I don't know how, paying electricity bills and everything. Und wir haben viel renoviert, viel gearbeitet, Strom gezahlt. But by the end of the year, there was still 20 grand in the account. Und wir wissen nicht wie, aber am Ende des Jahres hatten wir immer noch 20.000 The übrig. following year, I thought, let's make another fundraiser. Und das folgende Jahr haben wir gedacht, machen wir nochmal. Which is this year now, 2022. Welches jetzt dieses Jahr war, 2020. And 22. I used the same strategy as the past. Und wir haben das gleiche wieder gemacht, die gleiche Fundraising. And we didn't get $5. Und wir hatten keine $5. Nobody gave us money. Und niemand hat was gegeben. The old strategy didn't work. Wie wir das alte davor gemacht haben, das Jahr hat wirklich nicht funktioniert. So we just went to prayer. Also haben wir gebetet. And to blow our minds, just with donations, Und um unsere, wie sagt man, blow our minds, ja, genau, danke, um unsere Vorstellung zu sprengen, was wir uns träumt hätten, we got over $100,000 in donations haben wir über $100.000 Spenden bekommen dieses Jahr. for the renovations. Für die Renovierung von dem Gebäude. For 2 weeks, we had a team of retired tradies. Und für 2 Wochen hatten wir ein Team das, von, wie sagt man, Rentnern, die damals eben Elektriker waren und Bauarbeiter und so Handymans waren. And in 2 weeks, our budget was $20,000. Someone else donated $20,000. Und die kamen für 2 Wochen und wir mussten eben das Geld für die Materialien und eine Person hat uns dafür $20.000 gegeben. And they sent the report after the 2 weeks. Und die haben uns den Report nach den 2 Wochen gesendet. And they've done $168,000 in a worth of renovation. Und wir mussten die Arbeiter nicht zahlen. Und was es wert gewesen war, war über $100.000, was die für uns gemacht haben, umsonst. If we were paying people to do the job they done, we would have spent nearly 200 grand. Wenn wir normal Leute so bezahlt hätten an ihrem Job, das wären über $200.000 für uns So gewesen. it's just crazy that Es ist verrückt, wie Gott uns wirklich versorgt hat in dem Gebäude. we have a small team Wir haben ein wirklich kleines Team and God is just looking after us. und Gott versorgt uns. He's been proving over and over again that he's behind us. Er beweist immer und immer wieder, dass er hinter uns steht. But we know this is just the beginning because we're still not in the place where we know he's calling us to be. Und obwohl es erst der Beginn ist, weil wir wissen, dass wir noch nicht ganz da sind, wo wir hinwollen. So we still have a long road ahead of us. Also wir haben immer noch eine gute Zeit vor uns. We need your prayers. Wir brauchen eure Gebete We weiterhin. need you to be alongside with us. Ja, und einfach hinter uns stehen. Some people in Australia in YWAM call us crazy. They just say you guys are crazy. That place is a ticking bomb. Ja, und viele sagen, ihr seid verrückt, das Gebäude ist eine Zeitbombe.
Even our former leader, he's like, are you going to try to sell it? And I was like, no, God told us to come back. Und auch der Leiter, der vor uns dran war, der umgezogen ist, auch gesagt, versucht es nicht zu verkaufen. Wir so, nee, Gott hat uns gesagt, nicht zu verkaufen. So yeah, so keep praying for us. Also betet weiterhin für uns. And before I show the video, I just want to share a thought before we finish. Yeah. Okay, und bevor wir das Video zeigen, möchte ich mit dem Gedanken aufhören. I was praying one of those days in the 2 years that we were waiting to move. I was praying, interceding. Ich habe in den zwei Jahren, wo wir eben fertig geworden sind oder vorbereitet haben zum Umzug, haben wir viel gebetet. And we knew that we were going to run camps and big schools in the future, so I felt the Lord telling me, buy bunk beds. Und wir wussten, dass wir eben solche Camps haben wollen bei uns, also hat Gott mir gesagt, kauf Stockbetten. So we even didn't have the whole money, but we spent a few $1,000 bucks, bought 40 bunk beds, so for 80 people. Also wir haben 40 Bankbetten gekauft für 80 Leute. And they were all inside of their packs, sitting on the parking lot. Und die waren dann bei uns am Parkplatz eben so lang in den Boxen so aufgestapelt. And one of these days we were praying for our move. Und wir haben eben gebetet für unseren Umzug. And we're asking for God's heart for our ministry and Und everything. wir fragen immer über Gottes Herz und was vorhat. And I felt that the Lord asked me, when I was looking at the bunk beds, I felt that the Lord asked me, what do you see? Und ich habe so auf die Bankbetten geguckt und ich habe so gespürt, wie Gott mich fragt, was siehst du, wenn du die Bankbetten I anguckst? said, I see bunk beds. Ich habe ja Stockbetten. Ja. But then I felt the Lord asking me, what do you really see? Aber dann habe ich gespürt, wie Gott gesagt hat, was siehst du wirklich? So I knew we wanted to run youth programs. So I thought, I see youth camps and things like this. Ja, und ich wusste, ja okay, dann sehe ich Jugend oder Jugendfreizeiten, die dort übernachten. And I felt the Lord telling me, let me show you what I see. Und Gott hat mir dann gesagt, ich zeige dir kurz mal, was ich sehe. And as I closed my eyes, I had a vision. Und ich habe meine Augen zugemacht, hatte wie so eine Vision. I saw this young boy, maybe 8 years old or 9, Ich habe einen kleinen Jungen gesehen, der war vielleicht 8 oder 9. came to IWM for a kids program and slept in one of those beds. Und er kam zu uns an der Base, hat in einem von den Stockbetten übernachtet. Also mit einer Jugendgruppe oder Kindergruppe oder so. There was a message in the end, and we talked about missions, and his heart fell in love with missions. Und er hat dort über Mission gehört und hat sich einfach wie sagt man, von Mission begeistern lassen oder entschieden, ja. So I said goodbye to that boy, and I never saw him again. Und die Kinder sind wieder gegangen. Ich habe zu dem Jungen Tschüss gesagt und habe ihn nie wieder gesehen. But in my vision, I still saw him. Aber in meiner Vision, was mir Gott gezeigt hat, habe ich ihn doch And that gesehen. boy went to high school, Und der Junge ist dann in die Schule, university, in die Uni, became kind of an engineer kind of thing, wurde ein Ingenieur and felt called to go to Africa to a village that didn't have any water or anything. und ist an die Mission gegangen zu so einer kleinen, wie sagt man, so einem kleinen Stamm oder einer kleinen Dorfgemeinde, die kein Wasser hatte. Builds a whole system of drinking water, very modern, into that village. Und der junge Mann hat dann eben Brunnen und Wasseranlagen und keine Ahnung was alles dort gebaut. And changes that village forever. Und hat wirklich die kleine Dorfgemeinde für immer verändert. And I'm sitting there in the parking lot still. Und ich bin immer noch hier im Parkplatz And I open my eyes und ich mache meine Augen wieder auf and I feel Jesus telling me, und ich habe gefühlt, wie Jesus mir gesagt hat, oops, sorry. It's not only a bunk bed. es ist nicht nur ein Stockbett. There's more to it than a bunk bed. Da ist mehr dazu wie nur ein Stockbett. And that shifted me, that Und changed es hat me. alles in mir verändert, wie ich das sehe. And when it gets harder, when we get discouraged, I remember it's not just a building. Und wenn es manchmal schwer wird und wir denken, oh je, können wir weitermachen, dann denke ich an die Geschichte mit dem Stockbett. It's not only a program. Es ist nicht nur ein Programm, It's not only a Sunday preaching at a es church. ist nicht nur ein Sonntag hier in der Gemeinde. God's up to something. Gott macht irgendwas. If we get in the program, He's up to something. Und wenn wir dazu kommen oder in dem Programm sind, er macht daraus was. He wants to invite us in the whole time. Und er möchte uns immer wieder dazu einladen. We just don't have eyes to see something. Manchmal haben wir einfach nicht die Augen, um das so zu sehen, was er sieht. I apologize. I know we're late in time, but if we can still share the video, I would love to share it. Wenn es nicht zu spät ist, können wir den Film zeigen. Wenn nicht, können wir den auch später irgendwo hin. Yeah, it's a little bit over. Der geht 9 Minuten. Aber dann ist... It has just to close then with a 1 minute. I want to explain the video. There's German subtitles. Explain it.
Yeah, you just say this, German. Yeah. Okay, also der Film ist natürlich in Englisch oder Spanisch, aber es hat deutsche Untertitel, also müsst ihr mitlesen. Es werden kurz 3 unterschiedliche Menschen gezeigt, die auf unterschiedliche Weise mit Jugend mit einer Mission in Kontakt kommen und wie sich eben dadurch ihr Leben ändert. Man sieht ungefähr, um was es geht bei Jugend mit einer Mission und wie Menschen erreicht werden können. Ja, die Untertitel sind wahrscheinlich ziemlich weit unten, weiß nicht, ob ihr die dann seht, aber ja. My days with the gangs are over. Going to be a missionary. You? A missionary? Esto, algunos son muy buenos. Cobre de calidad. Too many prayers have been answered now. I'm a changed man. Going to be a missionary. With YWM to Nigeria. To help other boys like me. Lo hicimos, mamá. Lo logramos. Tenemos el dinero suficiente para el enganche de nuestro propio terreno. Mañana iremos con el Señor, mamá. Mira cuánto dinero. ¿Qué estás haciendo aquí? Están haciendo de mi negocio. ¡Apúrate! ¡Vámonos! We only have one hospital ship for hundreds of these islands. We rely on boat owners to donate their boats for short periods of time. I know what it's like to feel helpless and isolated. And I only saw people living in a beautiful place. I never considered they actually have needs. Es todo lo que tenemos. Es todo. Mira, mamá, mira, ahí están, vamos. Va a haber una puerta grande y aquí toda la pared. Aquí va a estar la cocina y allá nuestros cuartos. Ven, pásanos para que vean la nueva casa cómo quedó. Vente, Julieta. Ahí está. ¿Te gusta la nueva casa?
todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos odia tanto? Maggie! Oh my God. What happened? Is it some kind of tsunami surge? Oh my God, the kids on the coast, Maggie. They were hit the hardest. Wait, Maggie! We gotta dig her out. With the foot. With the foot. Dig her out. Get her out. Pull her out. Do you have a pulse? There's no pulse. There's no pulse. Can I do something, please? Please! I've killed. And a really bad deed. God has forgiven us both. Hola, soy el entrenador Javier. Tenemos burritos y fútbol. Infection and airborne disease will be the next battle. Green. I know you have a life to get back to. We could sure use more people like you. Really? With a bit of training. ¿Irás como nosotros? Así es. Trabajo con un ministerio cristiano llamado Casas de Esperanza. Construimos hogares para familia como la suya y como lo era la mía. I can't go back right now. Not while those kids are still missing. ¡Están aquí! ¡Ellos están aquí! Dios mío. Dios nos ayuda. To close, Zu beenden, I want to just call your attention to this last statement. würde ich gern den letzten Satz, Where that boy tells his mom, God saw us. wo der Junge sagt, Gott hat uns gesehen. The world is crying out to be seen by God. Die Welt schreit, nach Gott gesehen zu werden. And God sees them, Und Gott sieht sie, but they don't know. aber sie wissen es oft nicht. And what shocks me in this video is we don't see angels coming down from heaven to build him a house, do we? Und im Video sehen wir keine Engel, die vom Himmel kommen und die Häuser bauen. We see people. Wir sehen Menschen. People who said yes. Menschen, die Ja gesagt haben. People who understood that there's more than a bunk bed. Menschen, die verstehen, dass mehr wie ein Stockbett.
People who understood that it's not in their strength, it's in the Lord's strength. Menschen, die verstehen, dass es nicht aus ihrer eigenen Kraft passiert, sondern aus Gottes. People who said, "Here I am, God, send me." Menschen, die sagen, hier bin ich Gott, sende mich. The world needs to see Jesus through you. Und die Welt muss Jesus durch dich sehen. It wants, it cries out to see Jesus. Es möchte, es schreit förmlich danach. And they're going to see through your life. Und sie werden es durch dein Leben sehen. So I want to encourage you, even if you think I don't have much to offer. Also möchten wir euch ermutigen, auch wenn ihr denkt, ich habe nicht viel You- zu bringen oder zu tun. Your life is more than just a bunk bed. Dein Leben ist mehr wie nur so ein Stockbett, viel, viel mehr. God wants to use you, Und er möchte euch gebrauchen wants to partner with you, und mit euch zusammen was verändern. wants to bless those around you through your life. Und er möchte die um euch segnen. Well, thank you so much, guys. Sorry for the time. Vielen Dank für eure Zeit. Auch wenn Amen. es länger war. Amen.